Ich heiße Jawad Zahid, ich bin Palästinenser. Ich heiße Shukri und komme aus Somalia. Das ist meine Tochter. Ich floh aus Äthiopien in den Sudan, dann durch die Sahara nach Libyen, von dort mit einem kleinen Boot nach Italien. Riace, ein kleines Dorf in Kalabrien, am untersten Ende Italiens. Hier wohnten einmal 3000 Menschen. Gut die Hälfte von ihnen sind weg, haben Arbeit gesucht im Norden. Ihre Häuser stehen leer. Zurück blieben die Alten, doch seit einiger Zeit hört man wieder Kinderstimmen. Sie kommen aus dem Palazzo Pinaro, dem Sitz des Bürgermeisters. Professoressa Cosimina gibt Italienischunterricht. Die Kinder sind Flüchtlinge aus dem Irak. Es ist toll, mit ihnen zu arbeiten. Ich baue eine Beziehung auf zu Menschen, die aus völlig anderen Kulturen kommen. Zwar unterrichte ich sie, aber sie bringen mir auch viel Neues bei. Jahrelang lebten diese Menschen in Flüchtlingslagern, sind hier in Italien zum ersten Mal in eine richtige Schule gekommen. Nach Riace geholt hat die Kinder und ihre Eltern er, Domenico Lucano, der Bürgermeister. Sein Büro ist alles zugleich. Hier gibt es eine Internetverbindung in die Heimat und Menschen, die den Flüchtlingen zuhören. Die Tür des Bürgermeisters steht immer offen. Alles begann, als vor 10 Jahren kurdische Flüchtlinge in Riace strandeten. Sie landeten mit ihrem Boot direkt an unserem Strand. Ich stand zufällig dort und spürte eine Art Berufung. Denn unsere Dörfer sind alle Orte der Emigration. Sie werden eher verlassen, als dass jemand Neues kommt. Hier im kalabresischen Hinterland kennen wir die Geschichte der Auswanderung in alle Welt sehr gut. Doch mit den Flüchtlingen ist unser Dorf zum ersten Mal wieder ein Ort der Hoffnung und der Ankunft geworden. Domenico Lucano gründete einen Verein, nannte ihn Città Futura, Stadt der Zukunft. Mittlerweile ist er der größte Arbeitgeber im Ort. Er baut Werkstätten, in denen die Immigranten zusammen mit einheimischen Kunsthandwerk schaffen, das der Verein dann verkauft. Und in all die verlassenen Wohnungen zogen Flüchtlinge. Ich glaube, dass ärmere Gesellschaften wie unsere besser in der Lage sind, das Unbehagen und das Leiden anderer zu verstehen. Aus diesem Humus heraus habe ich das neue Riace aufgebaut. Unsere Botschaft ist, dass man alle Hindernisse aus dem Weg räumen kann, wenn man zusammenhält. Shukri aus Somalia ist erst ein paar Monate hier. Ihre Lehrerin Irene wollte nach der Schule eigentlich nach Norditalien, doch der Verein gab auch ihr eine Perspektive. Shukri kam mit einem Flüchtlingsboot. Das Meer war furchtbar wild. Die Wellen haben unser kleines Boot durch die Gegend gewirbelt, tagelang. Meine Tochter war noch nicht da. Ich war im 8. Monat schwanger und hatte unglaubliche Angst auf dem Wasser. Früher gab es keine Ausländer in Riace und jetzt sind es beinahe 300. Mit ihrer Arbeit finanzieren sie den Verein. Die Pizzeria im Ort war jahrelang zu, bis Città Futura sie übernahm und das Gebäude zusammen mit den Flüchtlingen renovierte. Den Palästinensern fehlte ihr heimisches Brot. Da fiel dem Bürgermeister der alte Holzkohleofen ein. Domenico, dem verdanken wir alles hier. Unser Leben, unser Glück. Danke, Domenico. Mit reichlich Öl und Sesamkernen wird das Brot aufgebacken. Und klar, dass der Bürgermeister das erste Exemplar bekommt. Doch er hat nicht nur Freunde, der Mafia ist er ein Dorn im Auge. Sie haben uns in die Tür geschossen und 3 meiner Hunde getötet. Ganz in der Nähe von meinem Zuhause. Es waren junge, wunderschöne Tiere. Sie haben sie vergiftet. Ich habe versucht, es nicht zu beachten, der Sache kein Gewicht beizumessen. Wir machen einfach weiter. Denn wenn man sich so zum Schweigen bringen lässt, dann bedeutet das, im Inneren zu sterben. Riace ist wie eine Insel in tobender See. Aiva flüchtete aus dem 70 Kilometer von Riace entfernten Rosarno mit einer Schussverletzung ins Dorf.
Er hatte dort in einer Orangenplantage gearbeitet, bis Einheimische eine Hetzjagd auf die Afrikaner begannen. Ich ging eine Straße lang, als ein Auto kam. Es fuhr direkt auf mich zu. 2 Männer zogen eine Pistole und schossen auf mich. Dann hauten sie ab. Ich weiß nicht warum. Mit Eisenstangen und Gewehren waren die Einheimischen auf die Afrikaner losgegangen, hatten sie mit Autos absichtlich zusammengefahren. 4000 Immigranten arbeiteten in Rosarno für einen Hungerlohn in den Orangenplantagen, von der Mafia organisiert. Ich rede jetzt nicht nur über Italien, sondern von ganz Europa. Wir sind auf einem Weg in die Barbarei. Einer völlig neuen Barbarei, die alle humanen Prinzipien und Werte über Bord wirft, die einmal grundlegend für uns alle waren. Die Menschen ankommen lassen in unserer Welt. Sie, die die Stärke hatten, es bis nach Europa zu schaffen. Das will Domenico Lucano, der Bürgermeister eines kleinen Dorfes, das der Welt zeigt, wie Europa auch sein könnte.